deine Erfahrung mit Tinnitus? It really depends. We have our own way of manipulating the cranium, the nerves, the brain. Very often tinnitus has to do with cervicals because the Tinnitus hat sehr oft, wir haben eine eigene Art mit dem Gehirn, mit der Durchblutung zu arbeiten und sehr oft hat es eine Beteiligung der Halswirbelsäule. the blood going to the inner ear is coming from off of the vertebral artery. Das Blut, das ins Innenohr geht, kommt von der Arteria vertebralis. So very often it's something with the thoracic inlet, the cervical spine, or somewhere in here. For me, symptoms are not accurate, huh? Symptoms lie. Er sagt, für ihn sind Symptome nicht das Wichtige, Symptome lügen. The body never lies. Der Körper lügt nie. It can't. So if you can listen to what's going on, no matter what the symptom is, where you feel these rhythms, these activities are blocked, there's a problem. Egal, was das Symptom ist, er achtet auf die Rhythmen des Körpers und schaut, wo da eine Blockade ist und damit arbeitet er dann. No matter what it looks like, sounds like, and so on, if everything is moving freely, there's no problem. I've seen it. Oh gosh, I mean, we could go through a list, huh? I've seen tinnitus. Sometimes, yeah, we have good results. Er hat gute Ergebnisse bei Tinnitus. I don't remember anybody. I don't think I didn't have results with. Er kann sich an keinen erinnern, wo er keine Verbesserung erzielen konnte bei Tinnitus. Trigeminal neuralgia, very good success. Trigeminusneuralgie hat er gute Erfolge. Somebody very painful. I remember she didn't let anybody touch her face. It was so painful. When by the second session, by the first session, the pain was way down. By the second, I think the third session, no pain. Trigeminusneuralgie hat er in 3 Sitzungen hingekriegt. Ganz am Anfang hat sie niemand berühren dürfen und in der ersten Sitzung war der Schmerz schon fast weg. Because it works inside the body. Huh? I had a lady who comes to see me because she has had, I think now, about 5 surgeries on her arm. And in her case, they made it worse and worse and worse. And same thing, it was too painful to touch the arm. Er hat eine Dame, die er behandelt, die war 5-mal wurde die am Arm operiert, weil sie Probleme hatte. Es wird immer schlimmer und niemand durfte sie berühren. But since we don't have to put pressure in, I was able to very gradually open all the nerve function and the vasculature and so on. Und weil wir keinen Druck aufwenden, sondern die Sachen uns in die Hand holen, nach außen holen, ist es ihm gelungen, die Nervenfunktion und Gefäßfunktion zu behandeln. It's not 100%, but she uses her hand, she can use her arm. Before, absolutely nothing. And if she touched it, the pain was, Es ist nicht 100%, aber sie kann den Arm benutzen, kann mitarbeiten und zuvor konnte sie selber noch nicht mehr den Arm berühren, weil es so schmerzvoll war. And unfortunately, she had other surgeries in the meantime that it took a little longer because of some of the other surgeries. Leider hat sie sich in der Zwischenzeit noch ein paar Mal operieren lassen und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. But it's nobody's fault, huh? It's just unfortunate for her. So what's another good thing about working this way? You can often work on things where any technique that requires a lot of pressure or effort wouldn't work. Das Gute an dieser Arbeit ist, dass man mit Dingen arbeiten kann und Beeinträchtigungen, wo jegliche Technik, die Kraft aufwendet, nicht funktionieren würde. Because you can get a system, even sometimes from a distance, to function, to open up a little bit distant from it. Und man kann ein Körpersystem zum Teil sogar aus der Distanz behandeln. Das haben wir vorhin auch gesehen. Er hat am Fuß gearbeitet und hat eigentlich einen Lendenwirbel behandelt oder das Hüftgelenk. Und das ist natürlich gut, wenn hier jemand Schmerzen hat, dass man ihn nicht berühren kann, wenn man ihn am Fuß behandeln kann, also auf Distanz. I don't know if it was entertaining for you. Yeah. War es unterhaltsam? Yeah. So we have several people in Germany that are studying this work, and you can also maybe call to them and
If you have other questions or inquiries or Wir haben ein paar Leute hier in Deutschland, die auch gerne weiterhelfen und Fragen beantworten, auch wenn es darum geht, wenn jemand das lernen möchte, sind wir gerne dazu bereit und geben Auskunft, so gut wir können. Just one final question. Are you doing some sessions and treatments here in Munich? no. Is it, No. in Germany? When I'm teaching, no. No. Several reasons. One is sometimes legalities. Even in the United States, when I'm going to another state, I don't treat because I'm not licensed in that state. Die Frage war, ob er hier jetzt Leute behandelt und er sagt, nein, nicht, wenn er hier unterrichtet und das ist auch ein rechtliches Thema. Sorry. Bitte? Where you can learn it and how long does it take to learn it? It's different for every person. I mean, it's, you know, no matter what, if you ever want to master anything in life, I used to give this article out. Okay. In it, it was an article on mastery. Do you know the word plateau? 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 What else? Okay, in this article he said, if you ever want to master anything, you must learn to love the plateau. Because that's where you'll spend most of your time. Also wann immer ich die Meisterschaft in etwas erlernen möchte, muss ich die Geduld aufbringen, mich lange auf einer Ebene zu bewegen, weil das ist das, wo man die meiste Zeit verbringen wird, bevor es dann weitergeht. Aber sind ja schon die Flyer liegen da und gibt also durchs ganze Jahr hindurch die Möglichkeit, mit dieser Arbeit in Kontakt zu treten. Und Frank und Laurie und auch noch andere Lehrer aus Amerika, wir schauen, dass es so oft es geht, nach Deutschland holen und unterrichten aber die Grundlevel auch auf Deutsch, in deutscher Sprache. Und wenn unsere Freunde dann eben da sind, dann ist auch immer jemand da, der das Englische ins Deutsche ein wenig mit übersetzen kann. You know, and just regarding that question for a moment, when I was with Jean-Pierre for 17 years, and every year, when I would see him again and spend time with him, and something else would occur to me, I would always look back and say, oh my God, what was I doing to people in the last year? Er hat 17 Jahre mit Jean-Pierre Barral, mit dem französischen großen Osteopathen zusammengearbeitet und jedes Mal, wenn er ihn wieder gesehen hat, hat er gesagt, oh mein Gott, was habe ich die ganzen Jahre zuvor gemacht? Also es geht immer weiter. Every year. Jedes Jahr. Because you learn and then you look back, and I had some good results, but what was I doing? So it's a never-ending process. You never arrive. Und es hört nie auf, man kommt nie an. Yeah, good. Do you know this story? Can I relate? Maybe you can. Also, in this learning, we have to not be anxious. The story. It's a story about. It's an old story about a boy, and he wants to study martial arts, and he goes to find the best teacher. Es geht, darf keine Angst haben zu lernen, aber es geht um einen Jungen, der Kampfkunst erlernen möchte und geht zu einem Lehrer. And he goes to the teacher and he said, I really want to study with you. Ich möchte wirklich bei Ihnen lernen, lieber Lehrer. How long will it take me? Wie lang wird es denn dauern? And the teacher said to him, 5 years. Der Lehrer sagt, 5 Jahre. And he said, no, you don't understand. I would dedicate myself to studying only with you and every day. Nein, Sie verstehen nicht richtig. Ich bin wirklich dazu bereit, alles zu investieren und nur mit Ihnen zu lernen. Wie lange wird es dauern? The teacher said 7 years. Dann sagte er, 7 Jahre. And so he said, I don't know. I must not be explaining myself. I will put my whole life into studying your work. How long will it take me? And the teacher said 10 years. Ich glaube, das habt ihr verstanden, ne? Okay, they understood it. Okay. So he said, why, when I tell you
I will dedicate myself to only you and your work, do you always tell me it will take more time? Warum sagen Sie mir jedes Mal, wenn ich sage, ich lege noch mehr Kraft rein und ich bin nur bei Ihnen beim Studieren, warum dauert es jedes Mal länger? And the teacher said to him, if you always have one eye on the accomplishment or end result, Wenn du immer mit einem Auge schon auf dem Endziel bist, you only have one eye with which to learn the work. dann hast du nur ein Auge zur Verfügung für den Augenblick, wo du die Arbeit eigentlich lernen solltest. So it's like that a little, huh? You're there, but always you automatically grow. But we're not in our culture used to staying in this concept. We're so goal-oriented, we want to arrive. In unserer Kultur sind wir da ein bisschen anders drauf. Wir sind immer so zielorientiert, wir wollen immer ankommen. Das muss irgendwann mal vorbei sein. And the thing in our way is us. Und das Einzige, was uns im Weg steht, sind wir selbst. Yeah.